Es war eigentlich nur das Gesundwerden. Dass wir uns freuten, essen zu können und mal satt zu werden. Ach, hat man auch eine Freude auf das Sattwerden. Dass man mal kann essen, bis man satt ist. Mit dem Sattwerden hatte ich nie Probleme. Essen gab's reichlich. Und hungrig war ich immer. Meine Großmutter Hedwig sorgte liebevoll dafür, dass das auch so blieb. Und ermutigte einen, ruhig noch mehr zu essen. Magda, die Zwillingsschwester meiner Großmutter, verhielt sich genauso. Doch warum? Ich fragte nach. Und beide erzählten mir ihre Geschichte, welche ich schon öfters gehört hatte, doch allmählich erst richtig verstand. Und alles begann in dem kleinen Neudorf bei Scheggeswalde im Osten Deutschlands. Unsere Eltern hatten 3 Jungs und wünschten sich so gerne ein Mädchen. Meine Mutter machte eine Fußwallfahrt nach Rosenthal und betete dort bei der Gottesmutter um ein Mädchen. Und die Mutter Gottes hatte es so gut erhört, wie am 17.06.1929. Magdalena war die erste und ich war die Zweitgeborene. Wir haben Zwillinge, 2 Mädchen. Es war Jubel und Trubel im ganzen Dorf. Und 6 Jahre nach uns war dann noch mal ein Junge. So waren wir 6 Kinder, 4 Jungs und 2 Mädchen. Wir waren ziemlich arm. Der Vater im Steinbruch musste das Geld verdienen. Die Mutter hatte mit Geld zu tun. Was schön ist, wir wohnen so draußen in den Wiesen. Ach, was haben wir doch alle Tage, wie viele Blumensträuße der Mutter gebracht, die wir dann gepflückt haben. Wir sind in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen. Das wurde gebetet, morgens, abends bei Tisch. Wir hatten eigentlich wirklich eine schöne Kindheit. Die Kindheit, die war ja nicht hungrig. Da hat man genug zu essen. Dann kam der Krieg. Da war das nicht so einfach, alles satt zu kriegen. Also die Jahre nach 45 bis so 50, die waren furchtbar. Wenn du ins Geschäft kamst, gab es nichts mehr. Da gab es ja noch nicht mehr Salz. Salz und Essig, das fehlte auch so schlimm. Oder Öl und so. Wenn unsere Mutter einen Freitag Kartoffelsalat machte, da gab es für 8 Personen einen Salzhering dazu. War schon eine karge Zeit. Und wir hatten viel abzugeben. Die Mutter konnte das ja gar nicht alles erbringen. Da musste man noch von den Bauern dazu kaufen.
Da haben wir wirklich gedacht, wie geht's einem, wenn man richtig satt ist? Hunger, das tut weh. Der Magen, es sind die Beine und alles ist schlapp. Und im Kopf, ich meine immer, der Hunger spielt sich so viel im Seelischen ab. Ungefähr mit 17 Jahren. Plötzlich war das Jucken da, gell? Das fing zur gleichen Zeit an. Einer hat gesagt, mir juckt das immer so. Und der andere hat gesagt, ja, mir juckt es auch. Ging durch den ganzen Kopf bis zur großen Zehe runter. Das war ein stechendes Jucken. Und das ging nicht weg, wenn man nicht wirklich kratzte. Da hatten sich schon Knötchen gebildet unter den Achseln und an den anderen Stellen. Der Hausarzt hat uns Salben verschrieben gegen das Jucken. Uns half alles nichts. Da schickte er uns dann nach Dresden in die Hautklinik. Dann haben sie uns mit Nadeln ausgebrannt. Da kriegt man ein Eisen in eine Hand und die rechte Hand, glaube ich, musste man hochhalten und da haben die da ausverödet oder wie sie das da mit den Nadeln da, mit den glühenden. Und ja, das war schon schmerzhaft. Ach, das hat gestunken nach, wenn man jetzt was verbrennt, wenn da Haut verbrannt wird oder Knochen oder sowas. Dass das dann trotzdem nicht geholfen hatte, gell, das war auch wieder frustrierend für uns. Und dann haben die aus Berlin von der Charité einen Spezialisten kommen lassen. Einen extra Raum nahm uns da der Arzt. Der hat uns angesehen. Seht zu, dass er nach dem Westen kommt. Euch fehlt das Essen. Das ist eine totale Unterernährung. Denn wenn ihr hier bleibt, werdet ihr das 30. Lebensjahr nicht erreichen. Wir waren damals 20. Ja, wir waren ja noch nicht von zu Hause weg. Bis nach Bautzen, nach Dresden, weiter waren wir ja nicht gekommen. Schüchtern waren wir. Da haben wir schon mit der Angst zu tun gekriegt. Wie geht's euch denn jetzt gerade so? Ja, es ist irgendwie im Bauch krabbeln war schon und das ist jetzt wieder. Noch. Jetzt wurde überlegt, wie kommt man dahin, wenn du niemanden da hast, wo du dich hinwenden konntest. Da lief das nur über unseren Pfarrer. Er hatte Schwestern in der Kirche. Das Mutterhaus war in Leutesdorf am Rhein. Da hat er gemeint, da muss es eine Möglichkeit geben. Und da kam von Leutesdorf, von dem Mutterhaus, die Oberin nach Schirgiswalde. Hat uns eine Genehmigung gebracht, dass wir einen Aufenthalt hatten, zu exerzitieren. Ja, wie soll das jetzt gehen? Wie kommen wir dahin? Unser ältester Bruder, der Benno, spielten sonntags nachmittags Karten. Und da war einer dabei, der an der Zonengrenze in Völpke sein Elternhaus hatte. Und er wusste von seinem Bruder, der auf der englischen Seite im Kohlenbergwerk arbeitete, dass er auch schon öfters hatte jemanden rübergeschleust. Und da war das eine schnelle Sache, dass wir kommen konnten. Da haben die Eltern auch gesagt, macht mal rüber und seht, dass ihr gesund werdet. Aber ihr müsst erst 21 Jahre sein. Und am 17. Juni wurden wir 21. Und dann sollte die Reise am 21. dann losgehen. Jeden Tag ging es immer durch den Kopf, wie wird das gut gehen, wenn wir rüberkommen, wenn wir Malheur haben, werden uns
die Phobos erwischen, Was sind die Fokus? die Volkspolizei. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Also die Schmetterlinge fliegen schon im Bauch umher. Strecke. Und wenn man das hier sieht, das war hier mal eine Grenze. Jetzt waren die Autos hin und her. Das Ja. ist schon skandalös gewesen damals, gell, diese. Ihr habt ja gesagt, beide gesagt, das hätten wir nie allein gemacht. Immer zusammen gemacht. Eins wäre nicht gegangen. Dann nur beide. Also wir waren so zusammen verzweigt. Was die eine tat, macht auch die andere, gell. War eben doch nicht so einfach. Wenn man so jung ist und denkt, das sollst du schon nicht mehr sein, wegen so einer Krankheit. Geschwister konnte man noch ganz kurz auch verabschieden, damit das die Kinder nicht mitkriegen, dass wir da wegmachen. Denn das wäre dann gleich rundum erzählt worden. Gell. Wir hatten einen Rosenkranz uns eingesteckt, der ging mit. Und halt das Gebet, viel beten und Gott vertraut, gell, dass irgendwie gelingen muss. Da hatten wir so einen Bollerwagen, da wurden die Rucksäcke und die Taschen draufgepackt. Und da sind wir losgezogen. Die Mutter mit dabei. Und wir müssen ein bisschen so eine Anhöhe, wenn man aus dem Neudorf rauskommt. Und da hat die Mutter gesagt, guckt euch noch mal um. Wer weiß, wann ihr wieder heimkommt und das Neudorf seht. Und wir hatten die Mutter getröstet, wenn wir werden im Westen sein, schicken wir gleich ein Telegramm. Und dann waren wir auf uns allein gestellt. Eigentlich so das erste Mal im Leben. Wie soll das alles gehen? Und können wir zusammenbleiben? Bringt man uns irgendwo auseinander? Gell? Über Magdeburg sind wir gefahren, nach Völbke. Draußen werden wir uns schon erst mal hingestellt haben und werden geguckt haben, wo müssen wir jetzt hinlaufen. Wir hatten die Adresse von zu Hause mitgebracht. Ich glaube gar nicht, dass wir das aufgeschrieben hatten. Das sollte ja niemand Mussten wir uns merken. erfahren auch, Ja, ja. Nur, dass wir das nur merken. Uns mussten Straße des Bergmanns. Die Familie wussten Bescheid, dass wir kommen. Da haben sie uns auch gleich bewirtet. Und wir haben dort eigentlich gewartet, bis der Mann nach Hause kam, der uns darüber schaffen wollte. Wie es dann dunkel wurde, auf einmal sagte der Mann, jetzt gehen wir los. Der Mann, der lief schon vorne weg. Und da hat die Frau gesagt, komm, jetzt hier am Bahndamm, da müsst ihr euch auf den Bauch legen. Rucksack abgenommen, dass ja nichts größer war wie mir. Und da haben wir gelegen. Der Mann ist in das Berg reingegangen und hat gesagt, ich hol euch, wenn es soweit ist. So ein Damm, also in dieser Höhe, ist er damals Ja. auch gewesen. Ich denke so wie hier. Auch nicht jetzt. höher, Das ist ja. ein bisschen höher. Ja, halt mit ein paar Sträuchern und sowas bewachsen. Und dass wir mit dem Rücken gelegen haben am Damm. Nee. Ich habe mit dem Rücken. Nee. Das Gesicht runter. Es war schon für uns ängstlich auch. Und es dauerte alles sehr lange.
Es war eine ruhige Nacht für uns. Vielleicht zu ruhig, denn wir konnten nicht mal miteinander sprechen. Das haben wir uns nicht getraut, gell. Konnten ja irgendwo Mikrofone versteckt sein oder so, gell. Das war ja bei dem alles möglich. Und über uns die Scheinwerfer. Rüber und hinüber gingen die ständig, rüber und hinüber und leuchteten alles ab, ob da Flüchtlinge zu erwischen sind. Da hatten wir schon eine gewisse Angst. Gezittert, richtig am ganzen Leibe. Ach, man kriegte ja gar kein Vaterunser oder so zusammen, nur so Stoßgebete. Lieber Gott, bring uns gut heim und gut rüber und alle Heiligen und unsere Namenspatrone alle angerufen. Helft uns, geht mit uns. Und so habt ihr da drin gelegen? Ja, den Kopf geduckt und ja, ich habe vielleicht mehr auf der Seite gelegen, dass ich das alles ein bisschen beobachtet habe. wir haben immer mal gelunzt nach oben und dann waren wir die Scheinwerfer da. Und ich weiß nicht, die kreuzten sich auch irgendwie, die Scheinwerfer, gell? Ja. Da. Aber wo hatten denn die gestanden? Die mussten doch auch neben Schienen dann irgendwo was gehabt haben. Nee, Magda, ich denke da hinten in dem Ort. wo Im da Ort, die dass es so Kirche weit ist. herkam. Ach ja, das war ja oben am Horizont. Wie lange habt ihr verharrt in dieser Stellung? Vielleicht 3 Stunden, was, Magda? Ja, ja, bestimmt. Oder waren es 4? Ja. Und nur gewartet. Ja. Bis der richtige Zug kam. Ich weiß, dass ich auch die Hände dann eingegraben habe und mich festgehalten. Man lag ja so an der Böschung, so dass man konnte auch abrutschen. Ja. Nach 62 Jahren die Erde wieder berührt. Ich habe zu Hause dann schon dran gedacht, also das möchte ich nochmal probieren. Aber noch einmal möchte ich es nicht machen. Das hat auch viel Kraft gekostet. Dann wurden die Lichter in dem Werk ausgemacht. Da hat die Frau gesagt, das kommt mein Mann. Und da waren wir froh und brachte die Nachricht, ihr könnt jetzt kommen. Aber wir mussten auch nur in gebückter Haltung gehen. Ein paar Schritte dann über den Gleisen hin zu dem Zug. Und da hat uns der Lokführer verstaut und uns untergebracht, wo wir nicht zu sehen waren. Es war eine unbequeme Stelle, aber was tut man alles? Ja, so sah das aus. Und die Schmetterlinge im Bauch noch groß? No. Oh. Die Lok wurde Ich jetzt hab 1940 wurde die in den Tagebauten Albersdorf, Helmstedt und Schöning eingesetzt. Oh ja. Ich muss mal da zur Tür da gucken. Oh, Ja, das- fall nicht. Oh, hebe mal. Oh ja. Elektrolokomotive. Baujahr 1949. Einsatz von 1949 bis 1991. Tagebau. Die Blitze, die es immer so gab von der Elektrik, erhellten das ganze Führerhaus. Der Zug musste über die DDR-Grenze rangieren. Wie oft musste er rangieren? Hin, wieder warten, wieder zurück, wieder warten. Wir haben gebammelt da hinten drin, gell? Und
haben nicht gewusst, was mit uns geschieht, gell, wenn sie wirklich uns erwischt hätten. Auf dem Bahndamm, da stand die Volkspolizei. Da sagte er dann zu uns, hier muss ich halten, da kommen sie und tun uns wahrscheinlich untersuchen, ob wir jemand dabei haben. Aber rührt euch nicht. Wir haben auch schon Leute in Gefahr gebracht, gell? Das ist nicht nur, dass wir rüber wollten. Er hat immer geguckt, ist niemand zu sehen, ist niemand zu sehen. Wieder zurückgefahren, war auch nicht. Wir haben gewartet. Die Zeit verging eben doch auch langsam für uns. Bis er dann sagte, ach, kommt niemand, jetzt fahre ich weiter. Und haben dann aufgeatmet, wie sie sagten, wir sind drüben, wir sind im Westen. Ein Glücksfall, dass dich gab. Wo wahrscheinlich so die Arbeiter nach Helmstedt dann fuhren, war so eine kleine Baracke. Und da hatten sie uns abgesetzt. Ach, was in uns vorging, wir haben nur geheult. Auf einmal kommt ein Bahnwärter auf uns zu und sagt, ich mach euch auf. Und da war das ganze Wartehäuschen schon voll mit Leuten. Wir haben gedacht, wir sind allein dort. Ich habe gleich geschlafen. Ich bin mich umgelegt und geschlafen und werde dann wach gemacht von der Hedwig, weil der Lokführer gekommen war, der uns rübergebracht hatte. Und der hat dann gesagt, also es war unerklärlich, den ganzen Tag und die ganzen Tage zuvor jeden Zug kontrolliert und gerade den Zug nicht. Ihr müsst Schutzengel gewesen sein. Dann sind wir gleich auf die Post und haben Telegramm aufgegeben. Prüfung sehr gut bestanden. Hema, Hedwig, Magda. Da war dann schon eine Freude in uns, dass wir Bescheid geben konnten, dass alles gut geklappt hatte. Wir hatten mit den Schwestern in Leudesdorf ausgemacht, dass sie uns Geld schicken sollten für unsere Reise von Helmstedt nach Leudesdorf. Wir sind immer wieder auf die Post hin. Ist nicht da, das Geld ist nicht da. Die haben es nicht abgeschickt. Und dann hatte uns der Pfarrer gesagt, geht auf das katholische Pfarramt und bringt eine Grüße von mir und ob sie euch könnten weiterhelfen. Und die Pfarrhaushälterin sagte, nein, also hier kommt er nicht rein, packte uns hinten am Rucksack an und schickte uns wieder raus aus der Tür. Da brach eigentlich in uns eine Welt zusammen, dass ein katholisches Pfarramt sich so niederlässt, so brutal. Und dann hat sie uns verwiesen in die Baracke, wo die Flüchtlinge unterkamen in Helmstedt. Den Rucksack unterm Kopf und dann noch die Tasche in den Arm, dass man ja nicht bestohlen wurde und nur zugedeckt mit unserem Mantel. So haben wir die Nacht verbracht. Ich glaube, da wurde überhaupt nicht gelüftet. Also es war stickig und war ja heiß. Und ständig piekst es immer wo, in den Armen, Beinen oder am Körper, wo die Wanzen. Man hat auch früh manchmal sowas im Bett gefunden. Und so ging das bis zum 3. Tag dann hin. Und da haben die uns auf dem Postamt gesagt, nee. Die schicken euch das nicht mehr. Die hätten das schon lange losgeschickt,
wenn sie es euch schicken möchten. Was blieb uns da anderes übrig? Und wir mussten auch, wie die anderen, auf die Autobahn und mit irgendeinem Auto mitgenommen werden. Wir wollten gesund werden. Jetzt half nichts mehr, wir waren nur im Westen. Wir gingen weiter. Also zurück gab es nicht für uns. Und wirklich, da hielt auch so ein Laster. Wir konnten mit aufsteigen, gell? Manchmal hatten sie schon ziemlich voll den Wagen, dass wir wie gequetscht dann hinten drauf saßen. Mal durften wir auch vorne mitsitzen. Wir waren übermüdet und kraftlos, Hunger im Bauch, wie wir dann nach Leudesdorf kamen. Und endlich die weite Strecke hinter uns gebracht hatten. Das war für uns dann schon eine Erlösung. Die Schwestern, die haben uns schön aufgepöppelt mit Essen. Und die lange Hungerzeit, die hat den Magen so ausgehöhlt, dass wir das am Anfang gar nicht so gemerkt haben, dass man doch satt war. Wir konnten immer noch mehr essen eigentlich, hatten das aber nicht gesagt, sondern sie sahen, dass alles weggegessen war. Nächsten Morgen, da war der Stapel Brote noch höher. Wir haben wieder leer gegessen. Ging alles rein in uns und schmeckte ja auch gut. Das war eigentlich Schlaraffenland für uns. Ja. Wir haben halt das Essen eigentlich zu unserem Hauptziel gemacht, in unserem Körper. Sehen immer zu, dass auch heute noch, dass man genügend zu essen hat. Und wenn man bei der Magda kommt, da ist man ganz bestimmt, dass man was angeboten kriegt. Also ja auch die anderen mit satt bringen. Nicht nur an sich selber denken. Man möchte nicht, dass jemand hungrig von uns geht, weil wir selber so gehungert haben. Dass man dann immer wieder sagt, ja, esst nur, esst wirklich und nehmt noch was mit, manchmal auch. Gell, es ging schon bald vielleicht nicht mehr rein, da wurde immer noch gesagt, ach, esst noch, ist noch da. Die Nähe, die brauchen wir zwei. Und im Alter spürt man das vielleicht noch mehr. Dass wir eigentlich wie zwei zusammengehören.